Das hier ist das schnellste Militärflugzeug, das jemals gebaut wurde. Die legendäre SR-71 Blackbird. Ein Aufklärungsflugzeug, das schneller als der Schall fliegen konnte. Mit einer Geschwindigkeit von über 3500 Kilometern pro Stunde konnte sie gegnerischen Abfangjägern und Raketen einfach davonfliegen. Und das auf einer Einsatzhöhe von bis zu 26.000 Metern. Wir haben das gesamte Flugzeug nachmodelliert, um jedes Detail aufzeigen zu können. Vom Cockpit über die Außenhülle bis hin zum Fahrwerk, der Spionagetechnik und den Triebwerken. Also kommt mit und erkundet mit uns das Innere der SR-71 Blackbird. Die SR-71 war ein Produkt der amerikanischen Luft- und Raumfahrt der 60er Jahre und wurde von Lockheed entwickelt, um im Kalten Krieg strategische Aufklärungsmissionen zu fliegen. Sie war ganze 32 Meter lang und besaß eine Spannweite von etwa 16 Metern. Bei einem Gewicht von 27.220 Kilogramm. Schauen wir uns die Außenhülle des Flugzeugs einmal genauer an. Hier fällt direkt die extrem flache, lange Form und die auffälligen Kanten entlang des Rumpfes auf. Diese waren weit mehr als ein reines Gestaltungselement. Sie halfen dabei, die Radarsignatur der Blackbird erheblich zu reduzieren. Und aus demselben Grund sind auch die Seitenleitwerke leicht nach innen geneigt. Ein früher Schritt in Richtung Stealth-Design. Außerdem war die SR-71 mit sogenannten Delta-Flügeln ausgestattet. Nur dank dieser Bauweise war es der Blackbird überhaupt erst möglich, auf dreifache Schallgeschwindigkeit beschleunigen zu können. Schauen wir uns das Flugzeug weiter an, fällt sofort die schlichte schwarze Außenhülle auf. Diese wurde nahezu komplett aus Titan gefertigt. Denn bei Geschwindigkeiten von über Mach 3 entstand durch Reibung enorme Hitze von bis zu 300 Grad Celsius an der Außenhaut. Das ist so extrem heiß, dass hier kein anderes Material funktionieren würde. Zusätzlich wurde die Außenhülle der Blackbird mit einer speziellen schwarzen Farbe beschichtet. Diese beinhaltete ferritische Bestandteile, die Radarwellen absorbieren sollten. Trotz allen Bemühungen dehnte sich das Flugzeug durch die enorme Hitze im Flug messbar aus. Damit diese Ausdehnungen nicht zu Rissen im Rumpf führten, verbauten die Ingenieure der Blackbird unter anderem wellige Strukturen und spezielle Übergänge in der Außenhaut des Flugzeugs. Diese nahmen dann die Ausdehnung auf und entlasteten die Struktur des Rumpfes wieder. Apropos entlasten. Zum Jahreswechsel ist ein guter Moment, den Geldbeutel ein bisschen zu entlasten. Indem man zum Beispiel mal checkt, welche Ausgaben eigentlich jeden Monat so nebenbei mitlaufen. Zum Beispiel Abos, die du eigentlich gar nicht brauchst. Finanzguru unterstützt dich dabei, jederzeit einen klaren Überblick über deine eigenen Finanzen zu behalten. Du verknüpfst dein Girokonto, deine Kryptobörse, die Kreditkarte oder sogar dein Depot. Und schon werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich aufbereitet. Ist dein Konto verbunden, zeigt die App außerdem auch alle deine Verträge an. Überflüssige Verträge wie Abos kannst du dann direkt in der App verwalten und mit wenigen Klicks rechtssicher kündigen. Die App an sich ist dabei dauerhaft kostenlos. Mit Finanzguru Plus kannst du weitere leistungsstarke Funktionen nutzen, wie zum Beispiel Budgets, Prognosen und Analysen für verschiedene Lebensbereiche. Außerdem erhältst du eine Übersicht über dein aktuelles und verfügbares Einkommen. Mit dem Code SPACESLICES kannst du Finanzguru Plus jederzeit 3 Monate lang kostenlos testen. Lade dir die App dafür einfach herunter, schließ die Registrierung ab, verknüpfe dein Konto und klick im Homescreen auf das Profil oben rechts und gib den Code ein. Schauen wir uns als nächstes das Fahrwerk genauer an. Die SR-71 verfügt über ein klassisches Dreibeinfahrwerk mit einem steuerbaren Bugrad vorne und 2 Hauptfahrwerken hinten. Auffällig sind dabei die hellgrauen Hinterreifen der Blackbird. Diese waren mit Aluminiumpulver versetzt, damit sie bei den extremen Temperaturen und der Belastung nicht so leicht Feuer fangen konnten. Außerdem wurden sie mit einem unglaublichen Druck von rund 400 PSI bzw. rund 27,5 bar befüllt. Deutlich mehr als bei normalen Flugzeugreifen. Außerdem nutzte man für die Füllung Stickstoff statt Sauerstoff. Das sollte das Brandrisiko noch weiter minimieren. Und weil die Blackbird durch ihre Aerodynamik insgesamt mit höheren Landegeschwindigkeiten anfliegen musste, besaß sie noch ein weiteres sehr wichtiges Feature, einen großen Bremsschirm. Dieser wurde direkt nach dem Aufsetzen gezogen. Er befand sich unter einer auf der Oberseite des Rumpfes sitzenden Klappe und sollte das Flugzeug schnell und sicher abbremsen. Schauen wir uns jetzt die Triebwerke genauer an. Verbaut wurden hier 2 Pratt & Whitney J58 Triebwerke, speziell entwickelt, um das dauerhafte Fliegen bei Geschwindigkeiten von Mach 3 zu ermöglichen. Besonders sticht dabei der spezielle Lufteinlass am vorderen Teil des Triebwerks ins Auge. Dabei handelt es sich um bewegliche Einlasskegel, die sogenannten Spikes. Diese fahren im Flug nach hinten und steuern so die Luftströmung, bevor sie ins Triebwerk gelangt.
Doch die Triebwerke der SR-71 weisen noch eine weitere Besonderheit auf. Sie besaßen keinen eigenen Starter an Bord. Denn die SR-71 war so kompromisslos auf Geschwindigkeit und Leichtigkeit gebaut, dass man selbst bei Komponenten sparen musste, die bei anderen Flugzeugen einfach selbstverständlich waren. Um die Triebwerke der Blackbird also überhaupt in Bewegung setzen zu können, nutzte man am Boden sogenannte Startwegen, ein spezielles Gerät, welches mit 2 starken Motoren ausgerüstet war. Über eine Welle mit Getriebe wurde dann der Startwagen von unten direkt mit dem Triebwerk verbunden und somit der Startvorgang eingeleitet. Doch um Geschwindigkeiten von über Mach 3 auf Dauer bewerkstelligen zu können, benötigt man nicht nur leistungsstarke Triebwerke, sondern auch eine enorme Menge an Treibstoff. Darum diente ein großer Teil des Rumpfes und auch nutzbarer Raum in den Flügeln als Treibstofftanks. Das Besondere dabei ist, diese Tanks waren direkt in die Struktur des Flugzeugs integriert. Außerdem nutzte die SR-71 einen Spezialtreibstoff namens JP7. Dieser war ebenfalls extrem schwer entflammbar. Trotz der großen Treibstofftanks musste die Blackbird oft bereits kurz nach dem Start nachtanken, weil eine volle Treibstoffladung das Fahrwerk beim Start zu sehr belastet hätte. Die Blackbird startete also oft mit einem fast leeren Tank und deshalb verfügt sie über ein Luftbetankungssystem, welches ihre Reichweite dank Luftbetankung nahezu ins Unbegrenzte verlängert. Schauen wir uns jetzt das Cockpit der SR-71 einmal genauer an. Anders als bei einem Passagierflugzeug gibt es hier natürlich kein Komfort, sondern 2 enge Arbeitsplätze hintereinander. Vorne sitzt der Pilot. Direkt dahinter sitzt der Reconnaissance Systems Officer, kurz der RSO, also der zweite Mann an Bord, der sich um Navigation, Sensorik und Missionssysteme kümmert. Da die Blackbird oft in Höhen von bis zu 26.000 Meter agierte, war die Besatzung mit sogenannten Druckanzügen ausgestattet. Diese erinnerten eher an Raumanzüge als an klassische Pilotenkleidung. Die Anzüge konnten im Notfall Druck aufbauen, die Atmung sichern und die Piloten vor einem gefährlichen Druckverlust im Cockpit schützen. Schauen wir uns jetzt das Herzstück der Blackbird an, die verbaute Spionagetechnik. Diese befand sich im Nasenbereich und in den seitlichen Bays rund um die Cockpits. Das Besondere, die komplette Nase der Blackbird war austauschbar. Je nach Mission konnte man unterschiedliche Systeme einsetzen. Es gab Konfigurationen mit verschiedensten Radartypen und auch eine optische Kameraeinheit, die mit riesigen Filmrollen arbeitete. Man merkt schnell, die SR-71 Blackbird war mehr als nur ein Militärflugzeug. Und sie verschob die Grenzen dessen, was in der Luftfahrt technisch überhaupt möglich war. Doch genau diese Extreme hatten ihren Preis. Betrieb und Wartung waren unglaublich aufwendig. Und so wurde die Blackbird schlussendlich 1998 bei der US Air Force außer Dienst gestellt. Trotzdem gilt sie bis heute als eine Ikone der Luftfahrtgeschichte. Das war das Video zur SR-71 Blackbird. Gebt dem Video jetzt gern noch ein Like, verteilt ein paar Hype-Punkte und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Welches Flugzeug wünscht ihr euch als nächstes? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und sonst bleibt mir nichts weiter zu sagen als Ready for takeoff.